IT-Werte oder natürlich Chemie und Pharma. Das haben wir alles in Österreich nicht. Dafür gibt es bei uns wieder andere Werte, die entscheidend sind. Immobilienwerte beispielsweise, die höher gewichtet sind. Das ist natürlich zurzeit auch nicht unbedingt en vogue. Daher ist es ganz sicher so, dass der Index aufgrund der Sektorzusammensetzung ein Underperformer ist. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Ja, Monsböck. Ja, grüße. Danke, dass Sie bei der Geldmeisterin zu Gast sind. Vielleicht könnten Sie ein bisschen einen Rückblick geben von diesem Jahr. War das für Sie überraschend, die Entwicklung, und was Sie für die nächsten Monate erwarten? Österreich in Form des ATX ist eigentlich bis dato eher ein Underperformer. Und den Ausblick sehe ich deswegen ganz positiv, weil die Bewertung historisch extrem günstig ist. Also wir sehen zurzeit KGVs von 6 bis 7, haben Dividendenrenditen von an die 7% im Schnitt. Also das hat es eigentlich historisch und vergleichsweise noch nie wirklich gegeben. Aber das Problem ist natürlich schon auch, dass weltweit vielleicht ganz Europa nicht wirklich im Fokus der Investoren steht aktuell. Es hat natürlich auch den Ukraine-Krieg zur Ursache teilweise und viele andere Faktoren, die als Unsicherheitsfaktoren aktuell gelten. Wenn wir da vielleicht nochmal zu dem Rückblick kommen, das habe ich mir eben auch ein bisschen angeschaut, also 4% ist eigentlich jetzt schon mehr des Leitindex ATX heuer und 19% im Vorjahr. An was liegt es denn wesentlich? Ist es, dass man Österreich speziell als Osteuropa-Börse sieht, oder geht es anderen lokalen Börsen oder vor allem kleinen Börsen auch nicht anders? Es hat sicher damit zu tun, dass man Österreich erstens einmal als Zentral- und Osteuropa-Hub sieht. Das ist ganz klar, weil nach wie vor ungefähr 3/4 des ATX stark von Zentral- und Osteuropa abhängig ist, was aber positiv ist, weil diese Unternehmen auch durchdiversifiziert sind und nicht nur von Österreich abhängen. Also die erwirtschaften dort einen Großteil ihrer Umsätze und Erträge in dieser Gesamtregion. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch für einen kleineren Markt wie Österreich einen Discount einpreisen, aufgrund eingeschränkter Liquidität. Und in letzter Konsequenz kann natürlich auch abschreckend wirken, dass eben diese Zentral- und Osteuropa-Region eben auch direkte Grenzen mit der Ukraine hat. Also wenn ein globaler Investor vornehmlich beispielsweise in den USA sitzend auf die Landkarte schaut, dann sieht er doch, dass Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien direkte Grenzen mit dem Kriegsschauplatz mehr oder weniger haben. Und das schreckt vielleicht auch ab. Obwohl aber die zentral- und osteuropäischen Länder bis dato besser volkswirtschaftlich auch performt haben, als das viele vielleicht in negativer Hinsicht ursprünglich erwartet hatten. Also wir entwickeln uns durchaus positiv, auch in der Gesamtregion. Und in letzter Konsequenz kommt diese Verunsicherung halt schon auch durch diese extrem günstigen Bewertungen heraus und werden dadurch manifestiert. Also ich glaube, das gibt auf der anderen Seite wieder eine ganz gute Basis, dass es mit der Wiener Börse und mit der Region wieder aufwärts geht. Weil man kann natürlich nicht nur sagen, dass wir geopolitisch nah dran sind. Es ist auch so, man muss auch sagen, dass die Unternehmen natürlich auch in diesen Regionen tätig sind. Aber das müsste ja dann eigentlich für Sie sprechen, wenn Sie sagen, in den letzten Monaten ist es eigentlich ist das Wachstum in der CEE-Region höher gewesen, müssten eigentlich die Unternehmen unsere doch bessere Gewinne schreiben oder zumindest den Osteuropa-Bonus haben, oder ist der nicht da? Das machen sie auch. Viele unterschätzen da vielleicht auch Österreich und Zentral- und Osteuropa als ganze Wirtschaftsregion. Auf der anderen Seite muss ich aber schon sagen, man kann Indizes nicht miteinander vergleichen. Man kann den ATX nicht mit dem DAX und mit anderen vergleichen.
Der ATX ist natürlich ein Index, der nicht Dividenden inkludiert, also nur rein die Kurse, während hingegen der DAX ja ein Total Return Index ist, der auch Dividenden inkludiert. Also wenn, dann müsste man bei Österreich natürlich an die 6% zur Performance dazuschlagen. Das ist einmal der eine Punkt. Zum anderen kann man es aber auch nicht mit dem DAX oder mit anderen vergleichen, weil die Sektorzusammensetzung des Index natürlich eine komplett andere ist. Also während der DAX beispielsweise auch stark Automotives drinnen hat, also die ganzen deutschen Autohersteller oder Healthcare Aktien oder IT-Werte oder natürlich Chemie und Pharma, das haben wir alles in Österreich nicht. Dafür gibt es bei uns wieder andere Werte, die entscheidend sind. Immobilienwerte beispielsweise, die höher gewichtet sind. Das ist natürlich zurzeit auch nicht unbedingt en vogue. Daher kann es natürlich auch sein, oder ist es ganz sicher so, dass der Index aufgrund der Sektorzusammensetzung ein Underperformer ist. Das heißt, also ich habe mir das auch ein bisschen die letzten 20 und auch 10 Jahre angeschaut, auch wenn ich jetzt sage, ich nehme noch die Dividende dazu, die ja in Österreich per se immer etwas höher sogar ist im Schnitt wie in den anderen Indizes oder in Deutschland zum Beispiel oder Frankreich etc. Aber selbst wenn ich das dazu tue, hinkt der ATX aus den genannten Gründen, die Sie auch eben erwähnt haben, hinterher. Heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel auch als deutscher oder Schweizer Hörer oder amerikanischer Hörer von Geldmeisterin, auch wenn ich sozusagen in Österreich investieren möchte, ist es nur ein Platz für Stockpicking oder macht es dann eigentlich für Österreich überhaupt Sinn für den Markt, auf einen Index, in einen Index zu investieren? Na, man kann natürlich auch in den Index investieren, weil letztendlich ist die Wiener Börse ein Hub für Zentral- und Osteuropa. Ja? Also der zum Großteil zu 70% von Werten bestimmt wird, die starke Umsätze und Erträge in der Region erwirtschaften. Der verbleibende Rest von diesen anderen 30% in etwa sind globale Marktnischenplayer, die in spezifischen Marktnischen eine globale Marktführerschaft und Kostenführerschaft haben. Das ist beispielsweise ein Andritz und andere Werte, die hier ja zu nennen sind. Und daher, glaube ich, eignet sich der ATX schon, wenn man jetzt nur rein in den Index investiert, dass man auf diesem extrem günstigen Niveau ein Potenzial besitzt. Aber natürlich kann man das auch für Stockpicking verwenden, wenn man an die eine oder andere Wachstumsstory der Unternehmer glaubt. Wo sehen Sie denn Wachstumsstories oder Hidden Champions? Sie haben einen Andritz genannt, aber selbst Andritz hat es ja im letzten halben Jahr vom Kurs her sehr erwischt. Mitgehangen, mitgefangen oder woran liegt es eigentlich? Weil die sind ja jetzt wirklich international tätig und dürften eigentlich nicht diese Osttangente so stark haben. Ja, die sind also extrem international tätig, eben in dieser erwähnten spezifischen Marktnische, haben auch eine hohe Dividendenrendite und sind höchst erfolgreich. Also jetzt nur noch einmal vielleicht darauf abstellend, was ich vorher erwähnt habe. Einerseits CI, andererseits globale Marktnischenplayer. Da würde ich einen Mix machen. Das heißt, wir empfehlen aktuell Werte wie eine Strabag oder eine Telekom Austria beziehungsweise eine Vienna Insurance Group auf der zentral- und osteuropäischen Seite, wo wir glauben, dass diese Werte günstig bewertet sind und weiterhin entsprechendes Potenzial haben. Und in dieser globalen Marktnischen-Ecke empfehlen wir, wie gesagt, eine Andritz, die mit Sicherheit unterbewertet ist, eine Do & Co. und eine FACC beispielsweise. Das ist ja ein bunter Strauß von auch Sektoren. Das heißt, Sie haben da eigentlich gar keine Vorliebe für die eine oder andere Sektor oder für Wachstumswerte, weil die österreichischen sind eigentlich eher alles sehr solide, ja, Value-Werte eigentlich bei den Preisen. Genau, das kann man durchaus so sagen. Zum anderen ist der Index natürlich teilweise auch nicht wirklich mit anderen Sektoren vergleichbar, aber es befinden sich oft auch nicht ganze Sektoren selber im Index.
Ich sage jetzt einmal, eine Voestalpine ist höchst erfolgreich im Stahlsektor, aber der Stahlsektor in Österreich ist nur die Voestalpine, da gibt es sonst nichts. Man kann nicht nach ganzen Sektoren im Index suchen, weil es diese einfach nicht gibt. Genauso ist die Telekom Austria, Telekom-Wert, wo es eigentlich keine vergleichen Telekom-Werte gibt. Wenn man jetzt nochmal auf die globale Schiene geht, ja, Sie haben gesagt, eben das letzte Jahr war nicht so stark, wissen wir ja an den Börsen. Vielleicht nochmal aus Ihrer Perspektive, waren das hauptsächlich die geopolitischen Tangenten oder gab es da noch andere Gründe? Oder jetzt zum Beispiel für Österreich vielleicht auch, weil im ersten Halbjahr erstaunlich gut noch die ganzen Tech-Werte gelaufen sind und wir das vielleicht auch nicht unbedingt so stark vertreten haben auf unserer Börse. Ja, zum einen spielt sicher die geopolitische Lage eine Rolle. Wie gesagt, das habe ich ja vorher kurz erwähnt. Und im Wesentlichen ist es so, dass natürlich diese kriegerische Auseinandersetzung vor den Toren Zentral- und Osteuropas stattfindet. Das kann man jetzt nicht leugnen. Das wirkt sicher bis zum gewissen Grad negativ. Aber zum anderen gibt es natürlich eine Fülle von Unsicherheitsfaktoren, jetzt erst wieder mit dem Israel-Krieg, der ganz global belastet. Also wir sehen ja, dass jetzt Aktienmärkte, aber auch Corporate Bond-Märkte durch diverseste geopolitische Krisen belastet werden. Und man muss einmal abwarten, inwieweit die sich weiterentwickeln, hoffentlich nicht ausweiten. Aber das wirkt natürlich ganz generell belastend auf die Märkte und auf Österreich im Speziellen. Wenngleich wir aber mit Israel jetzt als Österreich und Zentral- und Osteuropa eigentlich nichts zu tun haben. Und Sie haben das angesprochen, die Bondmärkte, also Staatsanleihen aus den USA, hat es auch erwischt. Das war ja doch vielleicht überraschend, dass so das Vertrauen gesunken ist in die Weltmachtwährung Macht Nummer 1. Was schließen Sie daraus jetzt für den Anleger? Ich könnte mir natürlich auch eine Antrittsanleihe, wenn ich sie bekomme, als Privatanleger, aber ich könnte mir natürlich auch österreichische Anleihen ins Portfolio legen. Aber da kann man nicht mehr sagen, dass das weniger oder mehr Risiko wie Aktien sind, oder momentan? Naja, Anleihen haben natürlich schon gewonnen in der ganzen Zinserhöhungsphase, in diesem Zyklus, wo es ja auch teilweise wieder ganz ordentliche Renditen gibt. Das heißt, Anleihen sind generell interessanter geworden. Aber jetzt in dem Umfeld dieser geopolitischen Krisen, die ich vorher erwähnt habe, ist es wahrscheinlich auch kurzfristig nicht optimal, dass man jetzt verstärkt in Unternehmensanleihen geht und wenn dann eher in Staatsanleihen investiert. Also ich würde hier jetzt einmal überhaupt abwarten. Man kann natürlich auf der ganzen Aktienseite auch aktuell eher in defensive Werte investieren, also in Werte, die ein stabiles Geschäftsmodell haben bei einer hohen Dividendenrendite, um das jetzt einmal zu überbrücken. Aber es wird sicher mal, weil die Märkte ja das auch in negativer Hinsicht sehr stark vorwegnehmen, bald in die andere Richtung gehen, wenn man jetzt draufkommt, die Bewertungen sind doch günstig und eigentlich ungerechtfertigterweise so niedrig, dann wird es wieder eine Phase geben, wo es relativ schnell bergauf gehen wird. Nach oben und nach unten gab es in der Vergangenheit, wie wir wissen, immer und deswegen sollte man jetzt auch wahrscheinlich Ihrer Meinung nach nicht die Panik bekommen, sondern vielleicht nur Risiko sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien, so wie es geht, eben aus dem Portfolio ein bisschen herausnehmen, indem man mehr defensive Titel hineingeht. Genau. Genau. I need a dollar, that's what I need. Macht es Sinn, viel Cash zu halten? Oder ich meine, das ist ja auch gewollt von der US-Notenbank, dass die Leute wieder in Cash auch gehen. Sehen Sie das für sinnvoll oder ist Cash immer nur ein Zwischenparken von Vermögen? Oder macht es Sinn, eine höhere Cash-Tangente bei so unsicheren Zeiten zu halten? Eine Cash-Tangente macht sicher einen gewissen Sinn, wahrscheinlich fast in jeder Marktphase. Aber ich würde es jetzt nicht mehr als 10%, dem nicht mehr als 10% beimessen.
Man kann natürlich auch sicher 15% in Gold investieren in so unsicheren Zeiten. Man könnte einen ganz geringen Anteil in Kryptos investieren, wird es aber nicht mehr als 3% sein. Bei einem größeren Portfolio oder beim größeren Veranlagungsvolumen. Aber sonst würde ich nach wie vor in Aktien investieren und vielleicht wäre es für einen Privatinvestor wahrscheinlich überhaupt am besten, wenn er in breit diversifizierte Fonds geht, die global diversifiziert sind, aber auch sektoral diversifiziert sind und auf der anderen Seite am besten mit Fondssparplänen, weil man sich dann wiederum, wenn man monatlich beispielsweise einen bestimmten Betrag zur Verfügung hat und diesen jeweils investiert, dann auch über den Zeitablauf sich sowieso das Risiko dann reduzieren kann. Also wie gesagt, den Kopf nicht in den Sand setzen, weiter in seine Sparpläne investieren, Risiko ein bisschen herausnehmen und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist eigentlich Österreich, das sagen Sie natürlich immer gern, aber Österreich ist jetzt wirklich attraktiv, sagen Sie, weil Sie haben von KGVs von 6 gesprochen. Sind es auch die Perlen, also unsere typischen Perlen im ATX, die solche KGVs haben oder eher Nebenwerte? Das ist mit Sicherheit so, dass da rein bewertungstechnisch schon Perlen drinnen vorhanden sind, weil all diese Unternehmen, die im Durchschnitt den ATX ergeben, wie gesagt, bei weitem nicht so schlecht sind, wie das jetzt die aktuelle Bewertung widerspiegelt. Also ganz im Gegenteil, das sind eine Fülle von sehr, sehr stabilen, gut aufgestellten Unternehmen. Ich würde aber trotzdem auch nicht zu 100% jetzt in Österreich investieren. Das wäre auch falsch. Also man kann jetzt natürlich sicher einen Teil in österreichischen Aktien veranlagen, aber rein aus Diversifikationsgründen würde ich doch das breiter streuen. Und nochmal zum Abschluss, wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Eigentlich positiv, was die angeschnittenen Bewertungen betrifft. Nur es kommen uns halt immer wieder herum irgendwelche Konflikte dazwischen, die auch nicht absehbar sind. Denn wer hätte gedacht, dass dieser Angriff, dieser terroristische Angriff der Hamas so in der Form stattfinden könnte. Genauso hat man ja auch den Angriff Russlands in der Form nicht erwarten können. Also das sind lauter unvorhersehbare Ereignisse, die dazwischen kommen und dazwischen spielen. Aber dem jetzt einmal irgendwie abgetan, teilweise spiegelt sich die große Verunsicherung, aber nicht nur die, sondern auch Inflation, sehr, sehr wenig wirtschaftliches Wachstum, wenn überhaupt, oder teilweise Rezession. Es gibt eine Fülle von anderen Dingen, die auch in den Kursen drinnen sind, die aber andererseits wiederum, wenn es so günstig wird, dann schon wieder langsam eine Gegenbewegung erwarten lassen, weil viele Leute ja sagen, dann kaufen, wenn alle sagen, es ist ja alles so schlimm und alles so unsicher. Gerade dann sollte man kaufen und erwischt einen guten Zeitpunkt für Investments. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, das meiste Schlimm ist eigentlich schon eingepreist. Das kann man so nicht sagen, weil ich ja natürlich nicht eine geopolitische Krise vorhersehen kann und vor allem auch nicht vorhersehen kann, wie sich die weiter möglicherweise ausweiten kann. Das aber mal vorausgesetzt, dass das hoffentlich nicht stattfindet, so würde ich doch meinen, dass man relativ positiv in die Zukunft schauen kann, vor allem wenn das ein längerfristiger Horizont von 3 bis 5 Jahren ist. Dann sage ich Dank. Es war wie immer ein Vergnügen und ich hoffe, Ihr Optimismus wird sich auch wirklich an der Börse durchsetzen. Dankeschön. Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.